Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen an diesem wunderschönen, idyllischen Morgen hier am Sattelbachteich. Und ich verspreche euch, dieser schöne, gemütliche Teich ist nicht alles, was es hier zu entdecken gibt bei dieser Rundtour. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß jetzt beim Anschauen und später beim Selbstausprobieren. Der Parkplatz unterhalb vom Schloss Pfaffroda soll unser heutiger Ausgangspunkt sein. Pfaffroda? Ja, ihr habt richtig gehört. Pfaffroda. Und da stellt sich doch die Frage, wenn der Ort so eine ganz zentrale Rolle in Kerstin Hensels Buch Die Glückshaut spielt, dann muss doch etwas dran sein. Deshalb machen wir jetzt keinen Exkurs in die Literatur, sondern gehen der Sache auf den Grund. Und dafür die Freiberger Straße nach unten. Zunächst die rote Markierung nutzend Richtung Hallbach. Werfen noch einen kurzen Blick aufs Schloss und los geht's. Auf Höhe vom Schlossteich stehen wir jedoch vor der ersten Entscheidung. Nämlich, in welche Richtung gehen wir? In die richtige, die von der Stadt Olbernhau vorgeschlagene Rundwanderung? Ich habe mich letztlich entschieden, falsch zu gehen. Nämlich zuerst in Richtung Sattelbachteich. Warum? Das seht ihr gleich. Dazu laufen wir rechts diese kleine, schmale Zufahrt nach oben, an den beiden Häusern vorbei, und ein Paradies des Schweigens und der Ruhe wartet auf uns. Am frühen Morgen bei diesem Wetter habe ich es genossen, über die kleinen Höhenzüge und Wiesen zu gehen. Diese strahlen so unheimlich viel Ruhe und Frieden aus. Ich genieße solche Landschaftsbilder sehr. Und genau das ist der Grund für mich, falsch zu gehen. Zunächst diese traumhafte Idylle auskosten zu können. Weit müssen wir nicht gehen und es geht bereits wieder ein Stück abwärts, nämlich ins Tal des angekündigten Sattelbaches. Unten angekommen führt eigentlich der Wanderweg mit seiner roten Markierung geradeaus weiter. Ich hätte es jedoch als Sünde empfunden, den idyllischen Sattelbachteich links liegen zu lassen, zumal bei dieser Jahreszeit. Ruhe pur, kann ich euch nur sagen. Wer die richtige Laufrichtung gewählt hat, hätte hier unten an der Schutzhütte obendrein eine angenehme und geschützte letzte Rast- und Picknickmöglichkeit, welche auch, zumindest heute, nicht mit Geräuschkulissen von Volleyballern gestört wird. Wie ihr seht, man kann um den kompletten Teich herumgehen und immer neue schöne Bilder einfangen und ohne Kommentar genießen. Letztlich landen wir wieder auf unserem Wanderweg, gehen selbigen nunmehr links nach oben, um das Sattelbachtal wieder zu verlassen. Auch auf die Gefahr, euch mit einer Wiederholung zu langweilen, ich habe diese stillen Wiesen hier hinten unwahrscheinlich genossen. Ein wirkliches Paradies. An der nächsten Schutzhütte könntet ihr auch noch auf den Hufenberg abzweigen. Heute ist unser Ziel jedoch ein anderes, ergo geht's leicht, weiterhin rot markiert, abwärts, weiterhin durch die Wiesen, und Worte wie Hektik könnt ihr hier zum Glück aus eurem Wortschatz streichen. Ich war noch ganz verträumt aufgrund des herrlichen Anblicks von diesem lieblichen Hügel- und Wiesenabschnitt, urplötzlich ein wahrhafter Messias des Weges kam. Selbiger stürzte sich mit Feuereifer auf mich, um wutentbrannt zu berichten, dass hier auf diese Wiesen Solaranlagen gebaut werden sollen. Klar, er wäre ein ganz großer Freund von Solartechnik, aber nicht bei uns. Ich sagte ihm, ich würde es ja auch sehr schade finden, wenn dieses traumhafte Fleckchen zubetoniert würde, aber mein Strom käme ja zum Glück aus der Steckdose. Das Ergebnis, ihm blieb der Mund weit offen stehen und ich ging nachdenklich weiter mit der Kirche Hallbach als nächstem Ziel. Nicht weit und unser nächstes Zwischenziel Hallbach, ein Ortsteil von Olbernhau, welcher offensichtlich auf alte slawische Wurzeln verweist, ist bereits links zu erkennen. Wobei der Hingucker schlechthin die sehenswerte Kirche ist. Weit müssen wir die Hallbacher Straße nicht hinabsteigen, um Hallbach selbst, oder besser gesagt fast sein Ende zu erreichen. Und logisch, wir folgen weiter der roten Markierung mit dem Ziel der Kirche.
Über den Spruch auf dem Kreuz kann und sollte man durchaus auch nachdenken, selbst wenn man nicht religiös behaftet ist. Oder wie denkt ihr darüber? Vorbei an der alten Schule erreichen wir schließlich die St. Peter- und Paul-Kirche und stellen fest, leider wie viel zu oft verschlossen. Denn spannend ist auch ihre Geschichte. Das genaue Datum des Baus ist nicht mehr bekannt. Man geht nämlich davon aus, dass hier dereinst eine kleine Feldkapelle, ähnlich wie wir sie vom Schönberg kennen, gestanden haben soll, welche jedoch im Laufe der Jahrhunderte immer weiter ausgebaut wurde zur heutigen Schönheit. Gönnen wir uns noch einen letzten Blick über Halbach hinweg in Richtung Flöhatal und verlassen schließlich das Friedhofs- bzw. Kirchengelände zurück auf die Halbacher Straße. Dieser folgen wir 100 Meter, ehe wir links abbiegend auf die nunmehrige Hutaer Straße in Richtung Forchheim abzweigen. Dieses ist, wie ihr sehen könnt, der offizielle Wanderweg, auch wenn dieser für alle Liebhaber von Asphalt für die nächsten 1,5 Kilometer auf der zum Glück wenig befahrenen Straße entlang führt. Aber jedes schlechte Ding hat auch seine guten Seiten, beispielsweise der wunderbare Ausblick hinüber auf das Flöhatal, in welchem die Stadt der 7 Täler Olbernhau liegt. Deshalb blasen wir kein Trübsal und erfreuen uns lieber daran für den nächsten Abschnitt. Im Übrigen ergeben sich hier oben weitere Varianten, wie beispielsweise nach rechts in Richtung Haselbach oder Dürntal. Wir aber bleiben zunächst weiter in Laufrichtung auf der Straße. Wer möchte, der kann ein kleines Stück weiter auch in die Ofenschenke abbiegen. Ein kleines, gemütliches Landhotel mit Gaststätte. Aber bei dem schönen Wetter stand mein Sinn nicht nach Gaststätte, sondern ich habe mich gefreut, die Sonne genießen zu können. Und seht ihr, das Wäldchen vor uns rückt langsam aber sicher näher und zugleich unsere Erlösung vom Asphalt. Denn dort angekommen dürfen wir nämlich die Straße nach links verlassen. Neue Ausschilderung gelb in Richtung Klein-Neuschönberg. Diesmal auf angenehmen Feldweg, beispielsweise mit Blick zurück in Richtung Halbach, geht es unmerklich wieder nach unten. Bis wir wieder einmal eine Schutzhütte an der Moosheide erreichen. Ich würde sagen, es ist die richtige Zeit zum Mittagessen. Obendrein ist knappe Halbzeit. Fertig diniert folgen wir weiter unserer gelben Markierung, natürlich weiterhin Richtung Klein-Neuschönberg und genießen nunmehr die herrliche Waldesruhe. Die heutige Rundtour ist mit ihren reichlich 12 Kilometern auch nicht allzu weit. Infolgedessen haben wir reichlich Zeit zum Genießen, wie hier, als sich der Wald wieder öffnet. Und sagt selbst, wird uns oberhalb von Klein-Neuschönberg nicht ein wunderbares Panoramabild, welches sich bereits oberhalb Halbachs ahnen ließ, Richtung Flöhatal, Olbernhau geboten? Berührt und beschwingt von diesen immer neuen und schönen Ausblicken laufen wir gemütlich weiter nach unten. Doch, so traumhaft die Bilder auch sind, ganz so in unsere Träume sollten wir dann doch nicht versinken, sondern gelegentlich noch die Realität um uns wahrnehmen. Beispielsweise hier an dieser Kreuzung. Klar könnte man auch weiter nach unten gehen. Dann kommen wir direkt nach Klein-Neuschönberg, sprich Olbernhau. Dort ist es zwar schön, aber nicht unser heutiges Ziel. Also links weiter das Pfaffroder Schloss als Richtungsangabe. Am unteren Ortsende von Halbach, richtig, wir waren ja vorhin ganz oben am anderen Ende angekommen, stellen wir fest, wir stehen ja am Bieler-Blick. Was? Haben wir uns verlaufen und sind in der sächsischen Schweiz gelandet? Mitnichten, denn wir sehen gleich, was es hier mit Bielar auf sich hat. Doch zuerst laufen wir die schmale Straße, welche logischerweise auch noch Bieler Blick heißt, rechts hinunter. Dabei genießen wir beispielsweise noch diesen schönen Blick auf Halbach und erkennen in Laufrichtung, es gibt sie auch hier noch, diese kleinen gallischen Dörfer. Nicht alles an holzverarbeitenden Betrieben im Erzgebirge ist in all den blühenden Landschaften untergegangen. Der Holz- und Sportgerätebau hat zu meiner großen Genugtuung überlebt.
An diesem Unternehmen vorbei erreichen wir nicht nur die Freiberger Straße, sondern besagten Bieler Bach, welchen wir überqueren. Da es sich in dieser Region, wie erwähnt, eigentlich um altes slawisches Siedlungsgebiet handelt, wurden oft die Namen und Bezeichnungen der früheren Bewohner übernommen. Und im tschechischen Sprachraum ist der Name Bíla weiß, nämlich sehr geläufig. Die Straße bleibt uns zum Glück erspart, denn mit räumlicher Trennung können wir einen angenehmen Fußweg benutzen. Außerdem müssen wir hier in dieser Straßennähe lediglich 200 Meter gehen. Am Hotel Bielertal dürfen wir, zumindest in der Weihnachtszeit, erneut schöne erzgebirgische Volkskunst bewundern und anschließend die Straße überqueren. Auf der anderen Seite angekommen sehen wir bereits die nächste Ausschilderung und die erste Frage taucht auf, nämlich, welcher der beiden Wege ist gemeint bzw. richtig? Ihr denkt, ihr ladet wie immer die GPS-Daten aus der Beschreibung vom Video mittels Autoactive und Komoot herunter und alles ist gut? Theoretisch richtig. Allein praktisch rächt es sich hier, den Weg verkehrt herumgegangen zu sein. In diesem Loch ist nämlich null Empfang. Und nun? Praktisch führen beide Wege zum Ziel. Allein der rechte Weg nach oben und weg von der Straße ist irgendwann völlig kaputt und schwer begehbar. Also bleibt nur jener, welcher mal mehr oder manchmal weniger oberhalb der Straße entlang führt. Dafür zum Beispiel mit Blick auf die Halbacher Fischteiche. Welchen Weg wir auch nutzen, wir landen letztlich an der gleichen Kreuzung unterhalb vom Ölmühlenbergweg bzw. am Geiselbach und haben wieder die neuerliche Ausschilderung Pfaffroda. Wählen aber für den nächsten Abschnitt den alten Hainweg. Gegenüber erkennen wir noch die Firma Spico, welche zum Beispiel Flaschenverschlüsse, diverse Holzdrehteile herstellt. Doch wir wollen keine Flaschen verschließen, sondern wandern. Also gehen wir schnurstracks hinein in den Wald. Und was wartet auf uns? Erneut himmlische Ruhe. Eine interessante Möglichkeit zum Abbiegen, nämlich über die Eidechsenbrücke und den Heuweg, um zurück an unser Ziel zu gelangen, finden wir im Hochwald. Ich habe mich heute jedoch aufs Fremdenverkehrsamt Olbernhau verlassen, die den Weg um den Schafhübel herum empfehlen. Schließlich werden die Leute sich dort etwas gedacht haben und der bisherige Verlauf spricht ja für sich. Genießen wir also den mehr oder weniger Wald und die Ausblicke, welche sich teilweise durch die Holzeinschläge der letzten Jahre hinunter ins Bielertal ergeben haben. So zum Beispiel auf unser Ziel, das Schloss Pfaffroda. An der nächsten Kreuzung angekommen, registrieren wir, weit ist es nicht mehr. Unser Ziel ist nahe, also steigen wir abwärts. Ein kurzes Stück durchs Dorf laufen wir noch mit dem sehenswerten Schloss im Visier, ehe wir auf die Dresdner Straße, die B171, stoßen. Nicht nur ganz nebenbei finden wir am Hinweisschild noch eine ganze Menge an weiteren vielversprechenden Wandermöglichkeiten hier in dieser Region. Also bleibt schön gespannt. Auf der Wiese vor dem Schlossteich entdecken wir den Mühlstein der früheren Hofmühle. Selbige böte auch genug Stoff zum Erzählen, doch in einem späteren Film mehr dazu. Denn jetzt gehen wir noch am Schlossteich vorbei zu unserem Parkplatz und fahren nach Hause. Klar, könnten wir das machen. Ob das jedoch ein guter Plan ist? Ich für meinen Teil habe einen Bummel durch den sehr sehenswerten Park, in dem aktuell etliches saniert wird, vorgezogen. Wobei es zu anderen Jahreszeiten garantiert noch schöner hier ist. In das Schloss selbst kommt man aktuell nicht hinein, aber man kann eins machen, nämlich über die Straße am Schlossberg außen herumlaufen. Dabei nicht zu übersehen die sehr markante Kirche St. Georg mit ihrem für unsere Region nicht unbedingt typischen Turm, einer sogenannten Welschen Haube. Nur leider das alte Dilemma, geschlossen. Denn hier gäbe es unter anderem auch eine interessante Orgel zu entdecken. Nein, diesmal keine Gödelorgel aus Borstendorf, sondern eine von Silbermann. Aber geschlossen ist geschlossen. Also gehen wir weiter außen herum und siehe, von hinten kann man immerhin in den Schlosshof
und sich an der Schönheit des Bauwerks erfreuen. Tja, es gäbe sehr, sehr vieles zur Geschichte des Schlosses zu erzählen. Das würde jedoch wieder einmal völlig den Rahmen dieses Films sprengen. Dennoch, irgendwie kommen mir so merkwürdige Gedanken. Zu DDR-Zeiten war das Schloss eine erste Unterkunft für Umsiedler. Später Feierabendheim bzw. nach der Wende Seniorenheim und es gab hier viele Bewohner. Niemand musste alleine sein. Seit 2017 gehört das Anwesen wieder der Familie Schönberg. Die Ärmsten, die müssen in dem großen Schloss jetzt ganz allein leben. Nachdenklich gestimmt habe zumindest ich den Rückweg angetreten, erneut vorbei an der schönen Kirche und diesen verlockenden Hinweisschildern zu unserem Parkplatz. Freuen wir uns auf künftige Touren rund um Pfaffroda.